Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget auf W57 Tag 2. Heute mal von mir ein bisschen mehr oder weniger Live-Gameplay, denn Shakes and Fidget hat uns unerwarteterweise eine Challenge auf den Weg gegeben. Es gibt nämlich, es ist einfach die wichtigste Challenge aller Zeiten in Shakes and Fidget, die man spielen muss. Wir müssen Level 50 jetzt so schnell wie es geht irgendwie erreichen. Dann gibt es nämlich eine wunderschöne Geschichte. Ja. Mehr dazu, wenn ich es schaffen sollte. Das heißt, ihr werdet jetzt von mir Gameplay sehen. Vielleicht trotzdem ein bisschen gecuttet. Ich muss mal gucken, wie lange das Ganze jetzt hier dauert. Weiß ich nämlich nicht. Aber erstmal nochmal liebe Grüße an die Leute vom Königreich. Ich habe natürlich, sag ich mal, ein bisschen Werbung gemacht für den Code. Ich meine, dafür joint man halt auch natürlich eine Gilde einfach rein von Leuten, die man nicht kennt. Die Gilde ist jetzt relativ gut gefüllt. Und ich sag mal, also im Vergleich zu den anderen Servern, wo ich das gemacht habe, sind die Ausbauten echt nicht schlecht. Der Gildenleiter hat sich jetzt auch ein paar Offiziere ran besorgt. 45 Member. Ich bin gespannt. Also ich habe ja gedacht, dass ich wahrscheinlich in Königsgilde gehe oder irgendwie. Aber da ich jetzt den Server auch nicht so serious spiele, werde ich hier bleiben, so gut wie es geht, und den Weg begleiten. Und deshalb liebe Grüße an die Leute vom Königreich, die mir dann auch positives Feedback gegeben haben, fand ich sehr, sehr nice. Vielen Dank dafür. Nach Tag 1 sind wir Level 25 geworden. Im Prinzip hatte ich jetzt Folgendes vor. Ich müsste auf jeden Fall, stimmt, ich muss noch ein bisschen SA machen. Das hätte ich auch vielleicht vorher machen können. Dann machen wir auf jeden Fall einen Cut rein. Werde dann mit Alu Level 26 spielen, werde mir dann das Festungspaket holen, auf 27 kommen. Und dann werden wir versuchen, mit 27, vielleicht ist 28 auch besser, ich muss mal überlegen, erstmal noch Dungeons zu machen, relativ schnell Level 30 zu kommen, Level 30 den Key zu erreichen, denn wir müssen, um Level 50 heute zu werden, auf jeden Fall den 4. Dungeon öffnen und eigentlich alle Dungeon-Gegner besiegen. Um den 4. Dungeon zu öffnen, müssen wir Level 40 erreichen und brauchen noch genügend Alu, um den Schlüssel zu finden. Es gab Fälle, wo man teilweise schon auch 50, 60 Alu für einen Key ausgeben musste. Das sollte eigentlich nicht mehr so der Fall sein. Aber das heißt, man sollte ein bisschen Puffer in den Abenteuern haben, wenn man halt vorhat, einen gewissen Level-Push zu machen. Und ich hau jetzt erstmal kurz ins SA ein bisschen rein. Und dann geben wir die ganze Sache mal hier einen Start. Ja, an der Stelle mal kurz ein Hinweis, denn Kachu, man kann die Leute halt echt nice abfahren. Das mag ich so am Serverstart. Das habe ich halt auch lernen dürfen. Ich wiederhole es immer gerne. Das hat mir Davalon eigentlich im Prinzip so ein bisschen beigebracht, da Wert drauf zu legen. Ganz schnell mal 500 Gold abgefarmt. Damit habe ich größtenteils jetzt meine Skillpunkte auch schon verbessert. Aber man kann es auch für andere Sachen nutzen, zum Beispiel für Festung, Ausbau. Aber vor allen Dingen auch für Gildenausbau. Ja. Deshalb machen wir das gleich mal hier. Instructor von Treasure, beides auf 6. Sehr geil. So, jetzt geht's noch weiter. Beziehungsweise wir sind jetzt bei 41%. Ich werde noch ein paar Angriffe machen. Und bei 40 wollte ich aufhören, aber es läuft gerade gut. Let's go. Der nächste, 25 Gold. Holen wir uns noch mal ein paar Skillies. Ein paar Skillpunkte hier. Warte mal. Und das können wir jetzt noch mal probieren. Und zwar haben wir jetzt diesen Dungeon hier besiegt zuletzt. Da können wir uns ja mal gönnen, den Fight. Ja, ein nicer Rage dabei. 8 bis 9 Mal geraged. Wunderbar. Dadurch ist er auch gefallen. Und wir sind jetzt Level 40. Also das heißt, wir können jetzt endlich den Dungeon Key bekommen. Und das werden wir jetzt auch probieren. Beim ersten hat man relativ viel Glück. Beim zweiten das bestimmt auch. So, etwas wenigstens. Ja, und wenn der dann da ist, dann können wir erstmal noch ein bisschen aufziehen. Und dann sollte man es eigentlich auch schaffen, mit ausreichend Pilzen Level 50 zu erreichen. Also wir müssen halt die Dungeons clearen. Die Alu ist dann eigentlich wurscht.
Wir müssen halt einfach nur auch den Key finden, ja. Und naja, mal schauen, wie lange das noch so dauern mag. Ich würde eigentlich die großen Quests nehmen, aber ich will halt die kleinen nehmen wegen dem Key. Yes, da ist er, super. Ja, 7 Minuten. Wunderbar, schauen wir mal. Also 2, 3 Dungeons sollte man davon schon schaffen. Nice. Epic bekommen, okay. Nicht, ja, ist gut, aber eigentlich leider auch nicht unmittelbar der Slot, den ich mir vorstelle. Aber hey, wir haben ja hier noch ein Epic bekommen, das habe ich gar nicht gesehen. Auch da hatte ich mich erst kürzlich neu ausgerüstet, leider, aber ist natürlich trotzdem nice, das zu haben. Bisher muss ich auch sagen, habe ich auf dem Server, was blaue Steine betrifft, kein großes Problem gehabt, ja. Also lief ganz knackig, möchte ich mal so sagen. Und jetzt kommen hier halt die Stärke-Gegner. Der und das ist kein Stärke, doch auch Stärke-Gegner. Den könnte man vielleicht trotzdem schaffen. Das wäre vielleicht mit Level 43 einfach nochmal ein bisschen. Also wenn wir den schaffen, sind wir vielleicht noch nicht Level 43, aber dann braucht man nicht viele Quests für Level 43, definitiv. 34.000. Machen wir mal parallel den einfach mal zum Feinschmecken. Wobei der natürlich stärker ist. Ja. So. Der kann fallen. Wo ist der Berserker, wenn du mal brauchst? Müssen wir uns doch neu equippen, ey? Mann, ich wollte es eigentlich vermeiden, wenn es geht, aber gut, wir brauchen auch wieder neue Rüstung. Von daher ist das auch drinnen. Und Stärke only wäre preferred, auf jeden Fall. Und das gilt tendenziell auch für eine Waffe. 84.
Ja, ein bisschen upgraden mussten wir. Ich habe jetzt mal einen Slot noch offen gelassen, weil ich dachte, vielleicht kriegen wir ja irgendwie Epic-Schuhe oder so. Aber die haben wir jetzt nicht bekommen. Das ist auch wieder ein Stärkegegner. Also in dieser Phase ist sehr viel mit Stärke am Start und ich denke mal, wir holen uns noch das Level up. Fix. $27.020. Oh, das reicht nicht. Aber danach. Oh, das aber mal 4 sind 32.000. Also. $7.000 reichen. Nice. Let's go. Lack will ich eigentlich nicht haben. Den zwar mal rein und den verkaufen wir. Oh, Stärke habe ich, glaube ich, genug. Deshalb ist es gar nicht mal so schlecht. Rest noch mal ein bisschen skillen. Und dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Wir haben jetzt ja wieder kaum Epics drin. Dementsprechend ein bisschen Glück kann nicht schaden. Auch wenn es immer noch relativ wenig ist, glaube ich, aber egal. So, gucken wir mal. Der hat mehr Glück auf jeden Fall als ich. Wir haben etwas mehr als die Hälfte Leben. Das ist als Berserker, finde ich, immer ganz gut. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Der 66er. Hatten wir den schon? War das der Dämon? Weiß gerade gar nicht. Schauen wir mal, ob der auch noch geht hier. Nee, das. Aber jetzt. Ja. So. Ui. Ist er doch gefallen. Finally, ey. Boah, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass er nicht fällt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Müsste man auch wieder bei Dings-Tools gucken. Also inwiefern das Biest halt auch da jetzt fallen kann noch. Man bräuchte jetzt halt mal wieder so einen Intelligenzgegner, ne? Das wäre ganz nice, aber das ist auch wieder Stärke. Bei uns auf jeden Fall mal einen neuen Gürtel. Und ich glaube, Ring brauchen wir auch einen neuen, ja. Schau, 85 Lack. Das schmeckt auf jeden Fall. Ich bin nicht optimal ausgerüstet. Ich könnte überall ein paar mehr Punkte haben. Im Schnitt auf jeden Fall. Ja, man findet halt auch so viel RNG. Schlechte Sachen. Ja, 70er Stärke ist nicht schlecht. Ich denke, die Rüstung kann ich in Kauf nehmen. Das ist 1% Verlust. Ja, wir müssten jetzt auch bald den Torso hier wechseln. Dann brauchen wir natürlich auch einen Stein. Das wäre jetzt zu krass, wenn ich noch einen blauen Stein schnell finde, ohne dass ich abfarmen muss. Huch. Das war doof. Jetzt haben wir einen lilanen Stein gefunden. Ich würde den mal noch nicht einsetzen, falls ich auch mal jetzt meinen Torso bald wechseln will. Okay, jetzt müssen wir abfarmen etwas. Zumindest versuchen. Und der ist 50, den sollte ich nicht angreifen. Nochmal einen lilanen Stein bekommen.
Gehen wir mal drauf. Boah, der war knapp und danach kommt er. Geil, super, super. Sehr wichtig. Wichtig und richtig. Und, da kriegen wir einen Gürtel. Ist auch schwierig einzuschätzen. Also hier sind noch ein paar Dungeons, die mal clearen müssen, ja. Eigentlich nicht so gut. Den jetzt geswappt zu bekommen, aber wir könnten auch noch in Ruhe Alu spielen, uns nochmal verbessern und das dann angehen. Das Ganze, das muss jetzt nicht so krass laufen hier. So Leute, und ich glaube, jetzt ist es soweit. Wir haben ungefähr 4000 Pilze ausgegeben. 2 bis 3 Stunden Spielzeit. Es war nicht so ganz einfach. Ich musste auch in Tag 3 gehen. Ich konnte es nicht an Tag 2 alles fertig machen, auf Level 50 zu gehen, weil Emma auch unruhig war. Und jetzt haben wir einen Dungeon versucht. Über 500 Tries hatte ich ihm schon gegeben. Ich weiß gar nicht mehr vor Schreck, welcher das ist. Ich glaube, das Monsterhäschen, ja. Das gemeine Monsterhäschen, ja. Im Dungeon Nummer 4 mit Level 49. Und wir kommen hier nicht mehr auf den Server. Das heißt, ich habe den Dungeon anscheinend besiegt und wir sind Level 50 geworden. Und das ist nämlich das ganze Thema. Jeder Spieler auf W57, egal welche Klasse, hat den Bug, dass er nicht mehr auf den Server rankommt. Für mindestens oder für meistens 30 Minuten bis 1 Stunde lang. What the fuck, ey? Wie kann das sein? Bin ich richtig gespannt, wenn es da mal eine Äußerung von Blaya dazu gibt. Ich werde das natürlich auch weitertragen. Mega interessant. Also einige Spieler konnten da nach 30 Minuten einfach wieder weiterspielen, manche eher, einige auch später, was natürlich problematisch sein kann für die. Angenommen wie ich, start 22 Uhr, habe vor zu spielen, dann erreiche ich Level 50 und kann dann nicht weiterspielen. Wenn ich es jetzt hätte competitive irgendwie angehen wollen, an Tag 2, wäre das ziemlich in die Hose gegangen. Also, zumal es natürlich dann, da wäre ich auch nicht in so einer Gilde gewesen, hätte ich eine Gilde mit besseren Bonis, besseren Steinen, wäre das alles auch ein bisschen einfacher gewesen. Aber ich finde es halt auch mega interessant, weil ich habe, glaube ich, noch nie so einen Bug wie diesen, der vom Level abhängig ist. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern irgendwie, das irgendwie schon mal mitbekommen zu haben, ja. Und also, ja, wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich euch im Laufenden halten. Wie lange ich noch warten musste, werde ich euch vielleicht in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, ja, insgesamt musste ich mega viel wegcutten, dann lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Haut rein, macht tschüss und Servus. Und by the way, Challenge gewonnen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das an Tag 2 schaffe, glaube ich. Nicht, dass ich das gesagt habe. Falls doch, dann habe ich die Challenge nicht geschafft an Tag 2. Das war's dann. Haut rein. Ciao.